In diesem Video geht es um das TELC-Zertifikat B2. Und zwar werden wir uns Lesen Teil 2 gemeinsam anschauen. Speziell für dich habe ich PDFs zum Herunterladen bereitgestellt und ganz am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß dabei! Damit du auch wirklich nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren. Und dann können wir auch schon loslegen. Heute geht es darum, wie wir Multiple Choice lösen können und gleichzeitig parallel lesen. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung B2 Lesen Teil 2. Und schon kann es auch losgehen. Als allererstes möchte ich dir zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Und zwar zeige ich dir ganz am Anfang einen Überblick über die Prüfung, wie sie abläuft und wie sie bewertet wird. Dann schauen wir uns an, wie du dich zu Hause schon für die Prüfung vorbereiten kannst. Und dann gehen wir direkt in die Prüfung rein und ich zeige dir, wie du einer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen kannst. Und dann bist du an der Reihe und wir arbeiten ein Beispiel gemeinsam durch. Und dann hast du es auch schon geschafft. Ganz am Ende, wie versprochen, gibt es noch einen Bonus. Also bleib dran und ich wünsche dir viel Spaß. Zuallererst der Überblick, Ablauf und Bewertung. Hierzu gibt es auch eine PDF, die ich dir bereitgestellt habe zum Herunterladen. Und zwar findest du da den Modelltest für die TELC-Prüfung B2 Lesen Teil 2. Okay? Und da gibt es dann auch noch Lösungen dazu. Das kannst du dir herunterladen, entweder hier in dem Link unter diesem Video oder bei uns im Blog. Falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, wirst du dich vielleicht fragen, was wird denn hier überhaupt getestet? Und das zeige ich dir jetzt. Du bekommst einen Text. Und dazu 5 Multiple-Choice-Aufgaben, die du lösen sollst. Dafür hast du circa 20 Minuten Zeit. Es gibt im Leseverständnis in der TELC-Prüfung 3 Teile. Und dann gibt es da noch einen Extra-Teil, den man zum Beispiel im Goethe-Zertifikat gar nicht kennt. Und den nennt man Sprachbausteine. Da geht es nochmal extra um Grammatik und solche Sachen. Auf jeden Fall brauchst du für Leseverständnis und die Sprachbausteine, die dann insgesamt 5 Teile haben, dafür hast du 90 Minuten Zeit, okay? Und für diesen Teil 2 des Leseverständnisses solltest du ca. 20 Minuten einplanen. Ich rate dir, gehe eine Prüfung mal komplett durch und stoppe die Zeit dabei. Und dann solltest du überlegen, welche Aufgaben dir am einfachsten fallen und die machst du zuerst fertig, damit du die fertig hast und dann konzentrierst du dich auf die schwierigeren Sachen, da hast du dann vielleicht auch noch mehr Zeit für, okay? Also, Zeitmanagement ist hier ganz wichtig, in einer Prüfung allgemein und du solltest dich dafür zu Hause auf jeden Fall vorbereiten. Aber es ist hier circa 20 Minuten sollte man hierfür aufwenden, für Teil 2. Okay? Dann fragst du dich vielleicht auch noch, worauf wird denn hier überhaupt geachtet? Und zwar gibt es diesen GER-Referenzrahmen. Den kannst du im Internet dir gerne mal durchlesen. Der sagt aber kurz und knapp für das B2-Niveau in Sachen Lesen, dass du Artikel und Berichte lesen kannst und dabei die Standpunkte des Autors verstehen kannst. Außerdem kannst du auch zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen. Ganz kurz und knapp. Du kannst gerne ins Internet gehen und dir das auch mal im Detail durchlesen, wenn du möchtest. Und die Prüfung ist so aufgebaut, dass sie sich an diesen Rahmen hält. Genau. Nun schauen wir uns an, wie du schon vor der Prüfung dich zu Hause sehr gut vorbereiten kannst. Zuallererst solltest du dir mal anschauen, wie man global liest. Skimming heißt das. Das kennst du vielleicht jetzt schon, wenn du mein Video für den Teil 1 dir schon angeschaut hast. Da habe ich dir genau das Gleiche erzählt und das mache ich jetzt nochmal, weil in dieser Prüfung sollst du zwar detailliert lesen, aber ganz am Anfang ist es hilfreich, wenn du den Text mal überfliegst. Und dieses Überfliegen, das nennt man Skimming. Und zwar holst du dir da die Hauptinformation raus. Und zwar macht man das so. Nimm dir mal einen beliebigen Text aus der Zeitung, aus deinem Deutschbuch oder einen Internetartikel oder so und schau dir mal die Überschrift nicht an, wenn das geht. Und dann überfliegst du mal den Text von oben links nach unten rechts, okay? Das musst du nicht direkt so machen, aber du sollst halt die einzelnen Sätze nicht lesen, sondern du kannst dir einen Absatz nehmen zum Beispiel und den einfach mal so überfliegen, ja?
Und das macht man dann halt von oben links nach unten rechts ungefähr. Und das Ganze nennt man dann Skimming. Und da gibt es auch so ein paar Regeln für. Und zwar, wie gesagt, sollst du nicht Satz für Satz durchlesen. Das ist nicht der Sinn des Skimmings. Ja, das machst du ja dann sowieso im detaillierten Lesen. Du sollst hier wirklich nur auf wichtige Wörter achten, die so herausstechen. Zum Beispiel Substantive oder interessante Verben oder so. Und wenn du da immer dann den Inhalt noch nicht ganz verstanden hast oder herausgefiltert hast, dann kannst du dir auch mal den ersten Satz jeden Absatzes durchlesen. Ganz schnell überfliegen. Und dann solltest du eigentlich einen Überblick bekommen haben von dem Text, worum es ungefähr geht. Und das Gute ist hier, vielleicht weißt du dann auch schon, an welcher Stelle deine Antworten stehen könnten. Also, wenn du den Text einmal überflogen hast und gehst dann in deine Aufgaben über, dann kann es gut sein, dass du sagst, oh, warte, da habe ich sowas gesehen. Ja? Und dann erinnerst du dich daran. Also, es nimmt dir keine Zeit weg, wenn du das Ganze mal überfliegst. Es dauert nicht länger als 1 Minute, höchstens 2. Und es hilft dir auf jeden Fall auch am Ende, Zeit zu sparen. Als nächstes sollst du natürlich die Details herauslesen. Das ist das Wichtige hier in diesem Teil der Prüfung. Nimm dir den gleichen Text, den du eben geskimmt hast, den nimmst du dir nochmal und jetzt liest du den mal detailliert. Dabei unterstreichst du dir die wichtigen Informationen. Und dann versuchst du den Text noch einmal wiederzugeben. Konzentriere dich dabei auf Details aus dem Text. Und die kannst du dann mündlich oder schriftlich, wie du willst, wiedergeben. Als eine Zusammenfassung zum Beispiel. Und das ist eine gute Übung auf vielen Ebenen. Also du übst dabei dein Schreiben, du übst eine Zusammenfassung zu machen, du übst das detaillierte Lesen und so weiter. Okay? Oder du machst das Ganze mündlich in Form eines Vortrags. Das ist natürlich auch super. Und somit hast du mehrere Sachen geübt. Was hier eine gute Idee ist, wenn du in den Text hineinschaust, suchst du dir mal ein bestimmtes Detail raus und suchst dir mehrere Details, die mit diesem Detail zu tun haben, heraus und das erzählst du dann nochmal in einer Art Zusammenfassung, aber auf die Details konzentriert. Als nächstes möchte ich dir noch Tipps geben zu Multiple Choice. Multiple Choice ist für mich persönlich was ganz Schwieriges, weil es mir oft schwerfällt, mich zu entscheiden, weil man oft zu weit denkt, ja. Und zwar gebe ich dir hier Tipps, wie du besser vorankommen kannst. Du solltest den wichtigsten Punkt der Frage verstehen, erst einmal. Und dazu kannst du dich fragen, um was geht es hier genau? Was wird genau gefragt? Und was sind die wichtigsten Infos, die hier in diesem Text, in dieser Frage gegeben werden? Und was ist überflüssig? Überflüssige Sachen ignorieren. Ja, bei manchen Fragen stehen ein paar Wörter dabei, die brauchst du gar nicht dir anzuschauen, die kannst du ignorieren. Da ist teilweise Information dabei, die ist überflüssig, ja, und die ignorierst du. Die sind da mit Absicht eingebaut, um dich zu verwirren, weil Multiple Choice ja ein bisschen auch verwirrend sein kann oder auch vielleicht ein bisschen soll, sonst ist es vielleicht zu einfach, ja. Deswegen schau wirklich nach den wichtigsten Informationen in der Frage und diesen ABC-Antworten. Und wenn du dann immer noch nicht weißt, was die Antwort ist, dann gibt es noch dieses Ausschlussverfahren, das kannst du anwenden. Und da kannst du gucken, was ist hier auf jeden Fall falsch. Also so gehe ich zum Beispiel am liebsten vor. Ich mache immer das Ausschlussverfahren zuerst. Ich gucke, welche Antwort ist hier auf jeden Fall falsch. Was macht hier überhaupt keinen Sinn und die streiche ich mir durch. Da solltest du darauf achten, es gibt oft damit man die Leute ein bisschen verwirrt, doppelte Verneinungen zum Beispiel oder negative und positive Schlagwörter. Und wenn du dann herausgefunden hast, okay, das kann gar nicht richtig sein, streichst du das durch und dann konzentrierst du dich auf die übrigen Antworten. Und da kannst du nochmal genauer dann gucken. Was ist zum Beispiel überflüssig oder so. Da kannst du dann nochmal zur Nummer 1 übergehen. Jetzt sind wir in der Prüfung angelangt. Du hast deinen Aufgabenzettel vor dir und wir legen los. Um strukturiert vorzugehen, damit du nicht verwirrt wirst, damit du nicht eingeschüchtert wirst oder so, solltest du einer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen. Es geht schnell, dass du anfängst zu lesen, du guckst dir deine Aufgaben an und du bist total überfordert auf einen Schlag. Deswegen
bewahre einen kühlen Kopf und folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung und die wird dir helfen. Als allererstes sollst du deinen Text skimmen, ja, Skimming und dabei einfach ein paar wichtige, markante Schlüsselwörter unterstreichen. Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Der erste Schritt, der ist für diese Prüfung jetzt nicht so wichtig, sondern der zweite, der ist wichtiger, denn jetzt sollst du dann parallel lesen. Das zeige ich dir gleich. Das ist dann eigentlich das Wichtige, worauf du dich konzentrieren solltest. Danach musst du dich für eine Lösung entscheiden und dann wiederholst du diese Schritte nochmal und dann überprüfst du das Ganze nochmal. Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Als allererstes das Skimming und Schlüsselwörter heraussuchen. Du überfliegst also deinen Text und du unterstreichst wichtige Wörter. Dabei solltest du natürlich nicht ins Detail gehen, deswegen solltest du auch nicht zu viel unterstreichen, denn diese Schlüsselwörter sollen dir eigentlich nur eine Hilfestellung sein, um nachher schneller zu arbeiten. Und da du ja noch nicht im Detail liest, kannst du auch noch nicht alles unterstreichen, sondern nur wirklich Sachen, die dir so ins Gesicht springen, sozusagen. Und das hilft dir, dass du später dann auch noch ein bisschen Zeit sparst, wenn du das richtig gut machst. Und dazu gibt es auch wieder eine PDF, die du dir anschauen kannst. Da habe ich mal Schlüsselwörter schon unterstrichen, aber dabei habe ich den Text nicht geskimmt, sondern ihn schon ein bisschen besser durchgelesen, damit du mal siehst, welche Wörter alle so wichtig sind, um deine Aufgaben nachher zu lösen. Das machen wir aber nochmal im parallelen Lesen und das schauen wir uns jetzt an. So, wir sind also jetzt beim parallelen Lesen und da solltest du nochmal Schritt für Schritt vorgehen. Und zwar funktioniert das so. Du hast jetzt deinen Text einfach mal überflogen, du weißt ungefähr, worum es geht und wo was ungefähr steht. Ja? Kein Detailwissen. Jetzt gehst du erstmal zu deiner ersten Aufgabe über. Lies aber bitte nicht alle Aufgaben, sondern nur die allererste Frage mit ihren 3 Antworten. Die liest du dir durch und während du das machst, unterstreichst du dir da auch die wichtigen Wörter. Und dann gehst du zurück in deinen Text und liest dort detailliert, jetzt wirklich Wort für Wort, den ersten Teil des Textes. Und da liest du so lange, bis du deine Antwort gefunden hast. Es kann natürlich passieren, dass du schon ganz viel gelesen hast und merkst, oh Gott, ich bin doch schon bei was ganz anderem jetzt. Dann hast du deine Antwort wahrscheinlich nicht, hast du sie übersehen. Dann solltest du zurückgehen zu deiner Aufgabe, guckst da nochmal und springst nochmal zurück zu deinem Text. Deswegen das parallele Lesen. Die Aufgabe auf der einen Seite, der Text auf der anderen. Und du guckst rüber und nüber sozusagen. Ja? Wenn du die Antwort nicht findest, dann überspringst du das Ganze, sondern gehst direkt in deine zweite Aufgabe über und guckst dort nach der nächsten Antwort. Das Gute hier ist, du kannst schön parallel lesen, weil der Text ist chronologisch genauso aufgebaut wie deine Aufgaben. Das heißt, wenn du im ersten Absatz keine Antwort gefunden hast, dann hast du sie übersehen, weil die muss da irgendwo sein. Und dann bist du womöglich schon bei Aufgabe 2. Also kannst du dann auf deinem Aufgabenblatt die zweite Aufgabe durchlesen und dann wieder zu deinem Text rübergehen. Natürlich solltest du dich dann erstmal entscheiden, wenn du jetzt deine Antwort gefunden hast. Dazu solltest du deine Multiple-Choice-Skills benutzen, die ich dir eben bei Nummer 2 vor der Prüfung gezeigt habe. Die kannst du dazu nutzen. Und dann solltest du deine möglichen Antworten erstmal markieren, wenn du dir unschlüssig bist. Und die kannst du dann neben den Text schreiben, zum Beispiel, wo du die Textstelle gefunden hast, beziehungsweise markierst du dir das bei deinen Aufgaben mit Zeichen wie Fragezeichen, Ausrufezeichen, X oder irgendwelche Symbole, die du gerne benutzen möchtest. Das Wichtige hierbei ist aber auch wieder, bleib ja nicht stecken und mach weiter. Wenn du dir nicht sicher bist, dann lässt du das frei. Wie gesagt, der Text läuft chronologisch mit den Aufgaben. Du machst einfach direkt weiter. Dann solltest du diese Schritte nochmal wiederholen, und zwar Schritte 2 bis 3. Den Text musst du ja nicht nochmal skimmen, sondern du gehst dann zur nächsten Aufgabe. Und da liest du dir die Aufgabe durch und dann gehst du wieder zu deinem Text. Und chronologisch läuft das so weiter.
Befolge diese Schritte und beantworte nicht durcheinander, sonst kommst du durcheinander und dann verlierst du nämlich wirklich Zeit. Und wie gesagt, der Text ist chronologisch mit den Aufgaben gegliedert. Deswegen kannst du das auch mal überspringen. Ja, du kannst dir auch deine Aufgabe, wenn das jetzt die Aufgabe 7 oder sowas ist, kannst du dir neben deinem Text die 7 mit einem Fragezeichen markieren, weil du dir nicht sicher bist, steht hier die Antwort oder nicht. Und ganz am Ende kannst du nämlich dahin nochmal zurückspringen. Wenn du dann fertig bist, solltest du das Ganze nochmal prüfen. Hast du alle Aufgaben beantwortet? Ja? Super, kein Problem. Dann hast du es eigentlich geschafft. Falls es vorkommt, dass du noch 1 oder 2 Aufgaben übrig hast, dann ist das auch kein Problem. Schau dir nochmal die Textstellen an, die fehlen. Die Schlüsselwörter helfen dir jetzt dabei, deswegen haben wir sie auch da. Jetzt kannst du schneller schauen, wo was ist. Und wenn du es wirklich nicht weißt, dann rate einfach, weil das ist besser, als wenn du 0 Punkte bekommst. Such dir einfach irgendwas aus, was vielleicht am besten passen könnte. Jetzt möchte ich dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar, du kannst nach jeder Aufgabe deine Antworten auf den Antwortbogen schreiben, wenn du dich schon entschieden hast und so weiter. Aber ich möchte dir wirklich raten, das kann verwirren, da du ja parallel lesen sollst. Dann gehst du auf auf den Antwortbogen rüber und füllst das aus und dann willst du wieder zu deinem Text. Ich würde einfach weiterlesen. Also ich würde den Teil 2 der Prüfung erst zu Ende bringen und dann meine Antworten auf dem Antwortbogen markieren. Es kann nämlich sein, dass du dich doch noch einmal umentscheidest oder dass du durcheinander kommst. Also einfach parallel weiterlesen und die Antworten, die kannst du am Ende immer noch markieren. Aber pass natürlich in deinem Zeitmanagement wieder auf, dass du genügend Zeit dafür hast. Dafür brauchst du auf jeden Fall am Ende dann auch nochmal Zeit. Das ist Teil der 90 Minuten. So, jetzt hast du ganz viel Information gehört und jetzt bist du dran. Wir machen jetzt ein Beispiel gemeinsam. Los geht's. Als allererstes schauen wir uns mal die Aufgabe an. Du hast eine Aufgabenstellung über dem Text und eine Aufgabenstellung über den Aufgaben selber. Und die kannst du gekonnt in der Prüfung ignorieren, weil du weißt ja, worum es geht. Wir gucken sie uns trotzdem hier einfach mal aus Übungszwecken mal an. Also, lesen Sie zuerst die beiden Artikel. Das ist eigentlich ein Text, der gehört ein bisschen zusammen hier, in 2 Artikel geteilt. Und lösen Sie dann die Aufgaben 6 und 10 zu den Texten. Dann auf der nächsten Seite, wo die Aufgaben sind, steht, lösen Sie die Aufgaben 6 bis 10, entscheiden Sie, welche Lösung A, B oder C richtig ist und tragen Sie Ihre Lösung in den Antwortbogen bei den Aufgaben 6 bis 10 ein. Also, ganz normale Aufgabenstellung, die kannst du gekonnt einfach ignorieren in der Prüfung. Und dann geht es los. Und zwar, jetzt müssen wir Skimming machen und Schlüsselwörter suchen. Hier ist der erste Artikel. Ich zeige dir jetzt nur die Hälfte von dem Text. Wir werden auch nicht alles zusammen machen, sondern nur den Anfang. Wenn ich jetzt also skimme, dann überfliege ich ganz kurz und knapp einfach von oben links nach unten rechts meine Absätze. So würde ich das machen. Und zwar sehe ich da schon ein paar Wörter, die mir so entgegenkommen. Und zwar hier zum Beispiel gewandelt. Es hat sich also etwas verändert, ein Wandel. Es geht um Erholungszeit. Hier ist Spaß machen, positiv, Arbeitszeitverkürzungen. Mehr als eine Pause ist die Freizeit. Arbeit und Geld verdienen. Es geht um den eigenen Spaß. Positives Lebensgefühl, subjektive Freizeitverständnisse. Und da höre ich jetzt erstmal auf. Das sind so die Wörter, die mir entgegenspringen, wenn ich den Text überfliege. Du kannst hier jederzeit das Video pausieren und dir das nochmal in Ruhe durchlesen, aber das machen wir auch gleich, wenn wir parallel lesen. Nun ist es soweit und wir müssen parallel lesen. Also gehen wir zuallererst zu unserer Aufgabe. Wir machen jetzt die Aufgabe 6 und 7 mal gemeinsam. Ich lese die Aufgabe und unterstreiche mir meine Schlüsselwörter. Du kannst mitmachen, indem du das Video pausierst und bevor ich meine Antwort gebe, kannst du selber mal überlegen.
Also 70% der Bevölkerung meinen, da finde ich schon mal die 70% eine wichtige Information, die meinen, dass Freizeit a. nach den eigenen Vorlieben gestaltet werden soll oder nicht unbedingt positiv besetzt ist oder nur dem Ausruhen und Schlafen dienen sollte. Hier habe ich nicht und nur unterstrichen, weil das sind so kleine Wörter, die hier vielleicht nachher den Unterschied machen in der Lösung. Und zwar steht hier nicht unbedingt positiv, ja, also doch eher negativ. Oder nur dem Ausruhen und Schlafen dienen sollte. Vielleicht steht im Text irgendwas mit, dass sie sich gerne ausruhen und schlafen, aber hier steht es, dass es nur darum geht, also nichts anderes. Und solche kleinen Wörter, die sind sehr, sehr wichtig, dass du auf sowas achtest. Wir lesen nochmal die Aufgabe 7 auch durch, obwohl wir jetzt normalerweise zum Text rübergehen. Aber da wir uns jetzt hier in unserer Übung auf diese 2 Aufgaben konzentrieren, lesen wir die jetzt einfach auch nochmal, auch schon mal. Nummer 7, die Mehrheit der Leute nutzt ihre Freiheit. Also die Mehrheit nutzt ihre Freizeit, für die eigenen Interessen, zur Aufbesserung des Einkommens, zur Regeneration für den nächsten Arbeitstag. Das sind die Antworten und das sind unsere wichtigen Wörter. Nun üben wir das eigentliche parallele Lesen. Und zwar hast du deinen Text hier und deine Aufgaben. Wir haben ja eben Nummer 6 gelesen, aber wir schauen uns das nochmal ganz kurz an. Und zwar steht da, 70% der Bevölkerung meinen, dass Freizeit... So, also wir suchen sozusagen nach einer Definition von Freizeit, was 70% der Bevölkerung dazu sagt, ja, was sie von Freizeit meinen oder was für sie Freizeit ist. Okay? Gehen wir in unseren Text rüber und lesen ihn jetzt detailliert. Das Freizeitverständnis hat sich grundlegend gewandelt. Quantitativ und qualitativ unterscheidet sich die Freizeit heute von früheren Freizeitformen. Auch gegenwärtig findet Erholung von der Arbeit in der Freizeit statt. Aber diese Freizeit ist nicht mehr nur, wie in den 50er Jahren, Erholungszeit. Für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, okay, also 70% der Bevölkerung ist eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, für sie hat Freizeit einen eigenständigen Wert bekommen. So vertreten 70% der Bevölkerung, jetzt müssen wir sehr detailliert und konzentriert lesen, die Auffassung, und jetzt kommt unsere Antwort. Ja, also wir haben hier 70% der Bevölkerung und hier kommt jetzt unsere Antwort. Sie sagen, dass Freizeit in erster Linie eine Zeit ist, in der man tun und lassen kann, was einem Spaß macht. Aus einem arbeitsabhängigen Zeitbegriff, der Zeit negativ als Abwesenheit von Arbeit definierte, hat sich heute ein positives Zeitverständnis entwickelt. Freizeit ist eine Zeit, in der man frei ist. Also 70% der Bevölkerung sagen, es ist eine Zeit, in der man tun und lassen kann, was einem Spaß macht. Und jetzt gucken wir uns unsere Frage dazu an. Wie wir sehen, 70% nach den eigenen Vorlieben gestaltet werden soll, nicht unbedingt positiv besetzt ist, das stand hier unten ja auch, aus einem arbeitsabhängigen Zeitbegriff, der Freizeit negativ definierte, hat sich heute ein positives entwickelt. Also nicht unbedingt positiv, würde ja heißen negativ, aber hier steht, dass es jetzt positiv ist. Es hat sich also zu einem Positiven entwickelt. Das heißt, Ausschlussverfahren, B ist falsch. C, nur dem Ausruhen und Schlafen dienen sollte. Das steht hier nicht. Ich weiß nicht, ob das jemandem Spaß macht, Ausruhen und Schlafen, aber das steht hier so nicht da. Also gehe ich davon aus, dass wir hier die Aufgabe A uns näher anschauen sollten, denn nach den eigenen Vorlieben gestaltet werden, heißt eigentlich, dass man tun und lassen kann, was man will. Ja, die eigenen Vorlieben, wie man das möchte. Also, die richtige Antwort für Nummer 6 wäre dann A. Jetzt schauen wir uns zusammen die Nummer 7 nochmal an. Wir lesen also jetzt wieder die Aufgabe. Die Mehrheit der Leute nutzt ihre Freizeit für die eigenen Interessen, zur Aufbesserung des Einkommens
oder zur Regeneration für den nächsten Arbeitstag. Das heißt, wir schauen jetzt hier danach, wie die meisten Leute ihre Freizeit nutzen. Was machen sie in ihrer Freizeit? Lesen wir weiter im Text. Über 40 Jahre Arbeitszeitverkürzungen sind an den Menschen und ihre Einstellung zum arbeitsfreien Teil des Lebens nicht spurlos vorübergegangen. Freizeit ist mehr als eine Pause, in der man sich für den nächsten Arbeitstag wieder erholt. Okay, das wäre jetzt 7c, da steht zur Regeneration für den nächsten Arbeitstag, also dass man sich erholt. Das ist es nicht, es ist mehr. Deswegen wissen wir, okay, 7c würde nicht passen. Ja, sie nutzen ihre Freizeit nicht dafür, sondern es ist mehr geworden als nur das. Lesen wir weiter. Freizeit koppelt sich von der Arbeit ab. Okay, es hat also jetzt nicht mehr viel mit Arbeit zu tun. Nur für eine Minderheit der Bevölkerung ist Freizeit eine Zeit, die nicht mit Arbeit und Geldverdienen ausgefüllt ist. Dies gilt für Arbeiter genauso wie für Angestellte oder Selbstständige. Bei Freizeit denken die meisten erst einmal an den eigenen Spaß. Freizeit ist daher mehr als ein positives Lebensgefühl, als eine arbeitsabhängige Zeitkategorie. Okay, also hier finden wir unsere Antwort, weil die Mehrheit der Leute, ja, steht ja hier, für die meisten, die denken, es hat mit Spaß zu tun. Also es ist mehr ein positives Lebensgefühl und hat jetzt nichts mehr mit der Arbeit zu tun, steht hier. Ja, mehr ein positives Lebensgefühl als eine arbeitsabhängige Zeitkategorie. Das heißt, es hat nichts mehr mit Arbeit zu tun. Wir können auch noch mal weiterlesen. Im subjektiven Empfinden der Menschen sind arbeitsfreie Zeit und Freizeit nicht mehr dasselbe. Okay? Mit dem Wandel des subjektiven Freizeitverständnisses ist auch eine gesellschaftliche Neubewertung der Freizeit notwendiger denn je. Also, was wir jetzt hier verstehen können, ist, die Freizeit hat nichts mehr mit Arbeit zu tun, für die meisten Leute. Das heißt, wir gucken hier nochmal in unsere Aufgabe, und zwar die Mehrheit der Leute. Das haben wir hier auch stehen. Ja, die meisten Leute steht im Text. Und die nutzen ihre Freizeit jetzt also nicht zur Regeneration für den nächsten Arbeitstag. Das haben wir eben schon gelesen, dass es darum nicht geht. Das heißt, C fällt weg. Und zur Aufbesserung des Einkommens auch nicht, weil wir wollen nichts mehr mit Arbeit zu tun haben in der Freizeit. Das stand auch da. Also scheint es, dass unsere Antwort 7a sein muss. Ich hoffe, du hast alles verstanden und somit hast du es eigentlich auch schon geschafft. Merke dir bitte diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die hilft dir wirklich und die kannst du auch in den nächsten Teilen des Leseverständnisses genauso benutzen. Du musst sie eigentlich nur einmal auswendig lernen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung ist fast immer gleich, sie wird nur ein bisschen abgeändert, dementsprechend, was die Aufgabenstellung sagt. Du musst sie also nur einmal auswendig lernen, das ist super und sie hilft dir wirklich organisiert vorzugehen und nicht durcheinander zu kommen. Und du solltest wirklich versuchen, dein eigenes Zeitmanagement zu finden, das zu dir passt. So, ich hoffe, ich konnte dir helfen und du kannst direkt zum nächsten Teil übergehen, denn den schaffst du dann auch noch. Und jetzt, wie versprochen, gibt es noch diesen Bonus. Und zwar, schreibe mal deine Antworten zu der Beispielprüfung, die du als PDF findest. Das schreibst du alles mal in die Kommentare, deine Antworten. Und die ersten 5 Kommentare bekommen eine kostenlose persönliche Korrektur von mir. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir sogar noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit und viel Spaß dabei. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Ich freue mich auch im nächsten Video, dich wiederzusehen, denn da geht es um Lesen Teil 3. Also, ich hoffe, du bist dabei. Bis dann. Tschüss.